sind jetzt beim Vorrichtungsbau beim Jürgen Geier und den Jürgen Geier kennt man ja sonst beim Tag der offenen Tür von der Haustechnik. Aber der Jürgen macht eigentlich was ganz anderes. Jürgen, was ist denn der Vorrichtungsbau? Ja, also der Vorrichtungsbau stellt im Wesentlichen alle Vorrichtungen her, die zur Weiterverarbeitung unseres Produktes benötigt werden. Das können ganz einfache Vorrichtungen sein, weil man muss sich vorstellen, man hat auch so ein Teil, das kann man jetzt wohl sehr schön anfassen, aber um jetzt da drauf zum Beispiel an Druck zu bringen oder so, muss das ja immer fixiert sein und vor allem immer wiederholgenau fixiert sein. Und da bauen wir dann diese Vorrichtungen dafür. Oder aber auch für ganz profane Sachen, da ist jetzt ein Angusrest dran, der muss abgetrennt werden. Das muss natürlich in einer bestimmten Zeit passieren und auch natürlich so genau, dass das genau an der Stoßstange abgetrennt ist und nicht irgendwie da ein Restangus hängen bleibt oder die halbe Stoßstange mitgeschnitten ist. Und da helfen wir uns dann dafür, da machen wir dann Vorrichtungen dafür, zum Beispiel zum Abschneiden, da wird es dann aufgesteckt. Das Ganze steht unter einer Presse und dann wird dann genau lagegenau da abgeschnitten. Das heißt, ihr konstruiert das Ganze auch selbst? Ja, also da hilft uns nicht die Konstruktion, sondern die kommen mit einem Teil und sagen, das muss weg. Und dann überlegen sie mir da, wie können wir jetzt das machen, dass das möglichst schnell geht und so weiter und auch präzise geht. Und dann, gut, man hat natürlich Erfahrungswerte ein bisschen, dass man da was mit Knetmetall macht und so weiter. Aber im Wesentlichen denkt man sich dann aus, das spannen wir unter einer Presse, da fährt ein Messer runter und dann schneidet es das ab. Was habt ihr schon alles so gebaut? Also hier geht es jetzt darum, mal diesen Spritzling abzumachen. Genau. Also das sind jetzt so die ganz einfachen Sachen. Ich sage immer, das sind tote Sachen, weil das macht nichts von alleine und so weiter. Und das ist dann sogar so weit gegangen, dass wir dann auch für unsere Radsatzfertigung Maschinen gebaut haben, die eben die Radsätze automatisch fertigen. Da hat die Firma Herber eigentlich eine lange Tradition. Früher sind diese Automaten zugekauft worden, schon bei unseren allerersten Modelle sind die Radsätze maschinell gefertigt worden. Das waren kurvengesteuerte Apparate, also die sind jetzt alle auch nicht mehr vorhanden, die hat man schon zerlegt und wieder für was anderes genommen. Aber die Tradition ist da und dann haben wir eben gesagt, die letzte, wo wir gekauft haben, die hat so viele Kinderkrankheiten gehabt und dann haben wir gesagt, das bringen wir selber zusammen. Und dann haben wir dann angefangen, diese Maschine dann selbst zu bauen. Und ihr entwickelt selbst, hast du gerade gesagt, man kann das auch bei euch lernen. Wir haben jetzt hier gerade den Prüfungsaufbau für euren Prüfling. Ja. Was muss der machen? Ja, also ich bilde hier Industriemechaniker aus, Maschinen- und Systemtechnik, hat es früher geheißen, jetzt heißt es Produktionstechnik. Das heißt, das ist genau das, was wir da machen, das lernt er. Das heißt, in das System reindenken. Und dann muss er natürlich auch bestimmte Sachen umsetzen. Und hier ist jetzt ein pneumatischer Aufbau, den er jetzt zu Übungszwecken da aufgebaut hat. Das dient dann später zur Prüfung. Da ist eine Vorrichtung und die muss dann bestimmte Bewegungen ausführen. Und das lernt er da alles in 3,5 Jahren bei mir da in der Abteilung. Und so ähnlich ist auch diese Radsatzmaschine, die wir uns jetzt dann gleich mal angucken. Im Prinzip ja. Das ist jetzt natürlich eine reine pneumatische Steuerung. Die Radsatzmaschine, die ist gesteuert über speicherprogrammierbare Steuerung, also elektropneumatisch. Aber im Wesentlichen ist das genau das Gleiche. Weil auch dahinter steckt eine Logik. Es müssen bestimmte Schritte nacheinander ausgeführt werden und nichts anderes ist es da auch. Nur der macht jetzt 2 Bewegungen. Da sieht man schon, was man da für einen Aufbau hat. Na, so eine Radsatzmaschine, die macht ja sehr, sehr viele Bewegungen und deswegen ist das alles elektropneumatisch dann gemacht. Aber das können wir sich gerne auch anschauen. Das machen wir jetzt mal. Ja. So, hier haben wir jetzt unsere erste selbstgebaute Radsatzmaschine. Die ist ja eigentlich entstanden aus so einer alten, wie ich jetzt eben erklärt habe. Der Maschinentisch ist noch vor der und das Restliche, die ganze Förderung und so weiter, das habe ich alles hier in der Firma schon vorgefunden. Das ist quasi aus dem Fundus. Also ihr habt praktisch im Sinne des Recyclings alte Teile wieder verarbeitet? Das war im Sinne des Recyclings, weil diese Fördertechnik ist auch sehr, sehr teuer. Ah, okay. Ja, wenn man sich vorstellt, so ein Fördertopf mit einem Antrieb und so weiter kostet ca. 4.000 €. Dann ist man natürlich schon bestrebt, dass man was vorhanden ist, wiederverwendet.
Na, das schmeißt man nicht einfach weg. So bin ich halt eingestellt. Und die ist 1996 gebaut worden und läuft immer noch wie am Schnürchen. Und das ist eine komplett eigene Konstruktion, sowas gibt es auf dem Markt nicht zu kaufen. Das habt ihr extra für eure Radsätze gemacht. Das haben wir extra für unsere Radsätze gemacht. Ist ja ganz einfach, so ein Radsatz besteht aus einer Achse. Dann habe ich 2 Felgen. Okay. Und dann habe ich 2 Reifen. Als erstes muss ich den Reifen und die Felge vormontieren. So, und jetzt muss ich dann die Achse noch quasi da stecken. Und dann auch noch auf die entsprechende lichte Weite oder Außenmaß, je nachdem, was gefordert ist, zusammenpressen. Und das macht alles diese Maschine. Und spart dadurch viel Zeit an der Ja. Früher hat man das in Heimarbeit gemacht mit einfachen Vorrichtungen, die ich gerade schon gesagt habe, aber wieder tote Vorrichtungen. Da ist nichts vor alleine gegangen, hat immer der Werker hantieren müssen. Und durch das, dass ja die LKW-Radsätze sehr standardisiert sind, hat man da gute Möglichkeit gehabt, das zu automatisieren. Das heißt, ihr macht alle Radsätze, auch die Pkw? Nein, die Pkw-Radsätze werden nach wie vor mit solchen Handvorrichtungen gemacht, weil da die Designvielfalt viel zu hoch ist. Ah, okay. Da eine Maschine zu machen, das geht in die Millionen. Und wie kriegt ihr es hin, dass es sich automatisch so einfädelt, dass der dann gleich die Achse reinstecken kann? Weil das liegt ja mal so und mal so in dem Block. Richtig. Das nennt man Schikane, nennt man das. Das sieht man jetzt hier. Die kommen hier vollkommen unsortiert und werden jetzt so einfach aufhängenderweise, man nimmt sich die Kontur zur Hilfe, weil wir haben hier da den kleinen Bund und die Kontur nimmt man sich zur Hilfe und sortiert die dann vor. Okay. Und jetzt ist es aber so, in dieser Lage kann ich es nicht mit dem Reifen montieren, weil der Reifen kommt von oben. Das heißt, es muss noch gewendet werden und das passiert dann hier. Ah, okay. Und das ist auch wieder was sich der Werker selbst ausdenken muss, der sieht das Teil und muss sich vorstellen, wie kann ich das in eine bestimmte Lage bringen. Und da werdet ihr dann kreativ? Ja, das ist die Kreativität und das macht es aber auch so teuer, okay, die ganze Sache. Ja? Das Ganze funktioniert nach dem Mikrowurfprinzip. Das heißt, ich habe einen Elektromagneten, der sitzt hier. Der bringt das ganze Teil in Schwingung. Und ich habe elastische Bänder, die sitzen hier oder hier, die so schräg angeordnet sind. okay. So, und wenn jetzt der schwingt, passiert Folgendes. Ich zeige das immer schön an der Hand, da kann man das auch machen. Das ist also keine Sorbewegung, dann würde das bloß hin und her gleiten. Sondern durch das, dass er nach rückwärts gewandt ist, vorwärts, geht er etwas nach oben und rückwärts geht er nach unten. Und dann wird quasi das im Mikrobereich immer etwas weiter nach vorne. Okay. So funktioniert das Ganze. Und wie viele Radsätze könnt ihr so machen in der Stunde? Also wenn es in diesem Takt läuft, dann machen wir so 1000 bis 1100. Und vielleicht noch eine letzte Frage, wie groß ist eure ganze Abteilung? Wie viele Leute arbeiten hier und sind kreativ für Vorrichtungen? Also für Vorrichtungen habe ich jetzt genau noch 2, mit mir sind es dann 3. Und das andere sind dann also angelehnte Werker, die dann die Maschine eben bei Störungen bedienen oder auch den Umbau vollführen. Das Ganze ist auch noch so gemacht, dass ich das auf die verschiedenen Radsätze, die es jetzt mittlerweile auch im LKW-Bereich gibt, gerade mit der lichten Weite und so weiter, andere Reifen und so, dass der Werker die selber umbauen kann. So sind die konzipiert. Jürgen, hast du schon irgendwelche Anekdoten hier erlebt? Oder? Oh ja, schon einige. Das Beste waren eigentlich einmal so eine Gruppe Chinesen zur Spielwarenmesse, haben die auch immer Firmenbesichtigung gemacht. Und die haben dann auch ganz erstaunt beobachtet, haben das alles so liegen sehen und haben gesehen, die sind jetzt alle in einer Reihe, wie du auch schon bemerkt hast und so weiter, alle lagerichtig. Und doch ist es dann so, dass der Radsatz dann einmal das Rad
auf der linken Seite ist und einmal auf der rechten Seite. Und dann haben die mich gefragt, how does it work? Und ich habe nur gesagt, it's magic. Ja, dann vielen Dank, dass wir mit Ihnen in die Abteilung reingucken durften. Jawohl, Dankeschön. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter.